Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video unseres Tunesien Roadtrips. Ja, in diesem Video gibt es einen wilden Ritt mit einem Toyota Land Cruiser durch die Dünen und ihr seht eine ziemlich spektakuläre Bergung eines Expeditionsmobils und da spielt dieser Koloss hier hinter mir eine sehr große Rolle. Also bleibt dabei! Ihr fragt euch, was wir in diesem Toyota Land Cruiser machen? Nun, eigentlich hatten wir einen entspannten Nachmittag vor uns in Dus, einen Tag vor dem Rallye-Beginn. Da erreichte mich eine Nachricht eines anderen Overlanders über Instagram, dass der nämlich mit seinem LKW ungefähr 40 Kilometer entfernt im Schlamm festsitzt und eben dringend Hilfe benötigt. Und so haben wir einen Tunesier organisiert im Hotel und fahren jetzt mit seinem Auto dorthin, um zu helfen. Tja, da fragt man sich, wird das Kamel von A nach B transportiert oder in den Schlachthof? Unserem tunesischen Fahrer ist der Umweg über die Straßen zu weit. Also was macht er? Er möchte den direkten Weg nehmen, über die Dünen. Ja, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, so eine coole Offroad-Strecke. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Bilder und lasse die Kamera laufen. Also ihr seht schon, wo kein Weg ist, wird eben ein neuer Weg gemacht. Bei dieser großen Düne ist dann aber auch für den Land Cruiser Schluss. Hier heißt es nun langsam wieder zurück. Von hier oben sehen wir das Expeditionsmobil. Das sind von hier aus vielleicht 1-2 Kilometer Luftlinie. Wir sind echt überrascht, wie leichtgängig der Land Cruiser durch den Sand fährt. Ja gut, der Reifendruck ist noch massiv reduziert, somit haben die Reifen auch mehr Auflagefläche und eben auch mehr Grip im Sand. Aber ich muss nicht mal im entferntesten daran denken, dies auch nur jemals mit unserem Benz machen zu können. Das ist schlichtweg unmöglich. Einfach unmöglich. Dass diese Frau dort mit den Kindern zum Expeditionsmobil gehört, das checken wir erst in ein paar Minuten, wenn wir dort sind. Hier kommen wir nun auf die reguläre Piste.
Und ganz dort hinten sehen wir schon das Expeditionsmobil der Familie. Die Familie nennt sich Staubteufelchen und unter diesem Namen findet ihr sie auf Instagram und auf YouTube. Und hier sind wir. Was ist hier passiert? Das ist eine Piste in der Nähe des Salzsees. Die Piste selber ist noch einigermaßen fahrfest, aber wehe, man fährt einen halben Meter abseits der Piste, dann gibt der Boden eben sehr schnell nach und ihr seht, das Fahrzeug hat schon eine ordentliche Schräglage. Der Tunesier hat uns versichert, dass er mit seinem Landcruiser in der Lage ist, dieses große Fahrzeug zu bergen. Wir haben da gewisse Zweifel dran, aber er hat uns das zugesagt. Es gab nämlich schon 2 Bergeversuche vorher. Der erste Bergeversuch, erfolglos, war mit einem Pickup, das seht ihr hier, hat nicht funktioniert. Und der zweite Bergeversuch erfolgte mit einem kleineren Bagger, aber auch der war schlichtweg zu schwach für die Bergung. Nun also der dritte Bergeversuch mit dem Tunesier und seinem Landcruiser und die Idee ist, den LKW mittels Wagenheber anzuheben. Dafür braucht es aber Holz zum Drunterlegen, Holz gibt es hier nicht. Also gehen die Tunesier aus der Umgebung los und besorgen Holz. Das Holz muss man aber zuerst mal in passende Stücke hacken. Dann werden diese Holzstücke unter den Wagenheber gelegt und das Fahrzeug kann damit tatsächlich etwas angehoben werden. Nun sind wir natürlich alle sehr gespannt, ob es der Landcruiser schaffen kann, den 9 Tonnen LKW aus dem Schlamm zu ziehen. Wir werden es gleich sehen. Er schafft es nicht und ihr seht, der LKW legt sich noch stärker zur Seite. Und so bleibt auch ein ruckartiges Herausziehen ohne Erfolg. Die nächste Idee ist nun, den LKW etwas besser zu stabilisieren, indem die linken Räder durchdrehen und sich so eine Furche graben. Nun also Bergeversuch Nummer 4. Also, was zu erwarten war, der Landcruiser schafft es auch nicht. Nun ist klar, es braucht noch schwereres Gerät. Bis das aber da ist, erfreuen wir uns an dem vorbeiziehenden Kamel im Sonnenuntergang. Weitere Tunesier kommen dazu und beratschlagen, was zu tun ist. Was nun passiert, der Landcruiser wird schräg vor den LKW gespannt, um zu verhindern, dass der LKW sich weiter auf die Seite neigt. Aber mal im Ernst, wenn der LKW das wirklich tun würde, könnte der Landcruiser die 9 Tonnen wahrscheinlich kaum halten. Nach 2 Stunden Wartezeit ist der Radlader endlich da, denn der hatte sich auch im Schlamm festgefahren. Und der Radlader testet nun erstmal die Bodenbeschaffenheit vor dem LKW und stellt gleich fest, der Boden ist viel zu weich, also geht ein Abschleppen nur nach hinten. Nun also Bergeversuch Nummer 5. Der Radlader zieht von hinten und der Landcruiser stabilisiert von der Seite. Das Problem ist nur, für das Bergeseil gibt es beim Bagger keine richtig gute Befestigung. Das spannt also über die Schaufel und was passiert? Es reißt. Jetzt also der Bergeversuch Nummer 6 mit einem verkürzten Bergeseil. Aber das Problem der scharfen Kante bleibt, das Seil reißt schon wieder. Das Problem ist aber, dass der LKW nun noch mehr auf der Seite liegt und wir haben natürlich alle Angst, dass der LKW im weichen Untergrund umkippt.
Das erinnert mich gerade an die Titanic, die mit laufenden Motoren und voller Beleuchtung leider unterging. Dies ist der Bergeversuch Nummer 7 mit einem nochmals verkürzten Bergeseil, aber auch das funktioniert wieder nicht. Es wird noch einen Bergeversuch geben, Bergeversuch Nummer 8, denn die wirklich sehr hilfsbereiten Tunesier geben hier alles, um den LKW wieder auf die Straße zu bringen. Aber der LKW darf eben auch nicht beschädigt werden. Deshalb jetzt noch dieser eine letzte Versuch. Es zeigt sich aber mit dem Seil, so klappt das nicht. Deshalb Übungsabbruch. So, mehrere Bergeversuche waren nun leider erfolglos, auch mit dem großen Bagger hier. Das Fahrzeug ist noch tiefer im Schlamm versunken, hier von diesem Salzsee. Und noch länger dran rumzureißen bringt auch nichts. Das Fahrzeug würde nur noch tiefer versinken. Und jetzt bleibt das mal über Nacht hier mit dem Risiko, dass es sich auf die Seite legt. Und morgen muss dann halt noch größeres Gerät her, weil mit dem Bagger hier hat es auch nicht funktioniert. Das schwere Gerät, das nun nötig ist, um die Bergung durchzuführen, das gibt es hier an der Phoenix Rally in Dus. Das ist hier der große 8x8 Cut. Der wird in der Regel für die LKW-Bergung eingesetzt. Dann gibt es hier noch den Bucher Dreiachser, den 6x6, überwiegend für die kleineren Fahrzeuge. Und dann hat das Bergeteam noch diesen 4x4 Cut. Jetzt sind wir natürlich gespannt, mit welchem Fahrzeug das Bergeteam ausrücken wird, um zu helfen. 2 Tage später hat das Bergeteam dann Zeit und es geht los. So, die schweren Fahrzeuge für die Bergung von dem Fahrzeug von Staubteufelchen sind endlich da. Aber schaut mal hier, 1, 2, 3, da hinten 4, 5 Fahrzeuge machen sich auf den Weg, um Staubteufelchen zu helfen. Der absolute Wahnsinn. Das Bergeteam von der Phoenix Rally. Es sind sogar 6 Fahrzeuge, die sich jetzt hier auf den Weg machen. Der Bucher Duro 6x6 ist auch dabei. Also wirklich das komplette Bergeteam der Phoenix Rally startet jetzt hier in Dus und fährt die 40 Kilometer bis zum Expeditionsmobil, um zu helfen. Das ist wirklich einfach nur grandios. Grandios. Tolle Hilfeleistung. Im Konvoi fahren wir nun in Richtung Salzsee, zuerst hier auf der Straße, dann später auf der Piste. Der Untergrund wird ein bisschen weicher, deshalb stoppen die Fahrzeuge vor uns und lassen Luft ab. Der 8x8 Kart vor uns, der hat sich bereits festgefahren an genau der gleichen Stelle, an der sich der Radlader bereits vor 2 Tagen festgefahren hat. Und jetzt bin ich gespannt, was das Bergeteam macht. Die lassen erstmal an allen Reifen die Luft ab. Nach dem Luftablassen werden jetzt die Reifen freigeschaufelt und was gleich passiert ist folgendes: Der 4x4 Cut wird vor den 8x8 Cut gestellt und mit einem kinetischen, also elastischen Bergeseil verbunden. Der 4x4 Cut wird gleich Vollgas geben und voll in das Seil reinfahren und mit diesem Momentum wird dann auch der 8x8 Cut Vollgas geben
Und schaut mal, was jetzt hier abgeht, das ist einfach nur brachial. 1200 PS bei der Arbeit. Und schaut mal, wie der Boden hier umgepflügt wird. Absolut unglaublich. Alter Schwede, hey, was ein Wahnsinn! Das gleiche jetzt nochmal aus anderer Perspektive, einfach weil es so dermaßen brachial ist und ich muss sagen, echt eine Meisterleistung von dem Bergeteam der Phoenix Rally. Oh, leck mir am Arsch. Wir sind beim LKW und der hat sich Gott sei Dank auch nach 2 Tagen nicht auf die Seite gelegt. Jetzt sind wir gespannt, wie das Bergeteam vorgeht. So soll es also nun funktionieren. Der 8x8 Cut hat einen nach hinten verschiebbaren Hebekran. Daran hängt ein Stahlseil und damit soll dann der zu bergende LKW zuerst hochgehoben und dann gleichzeitig auch herausgezogen werden. Und das in mehreren kleinen Schritten. Nun kommt der erste Hebe- und Zugversuch und wir sind gespannt. Es funktioniert. Yes! Jetzt also der zweite Bergeschritt. Der Cut 8x8 ist ein Stück nach vorne gefahren und jetzt wird die Kabine wieder leicht angehoben und gleichzeitig rausgezogen. Es braucht dann noch diesen dritten und letzten Bergeschritt, bis der LKW aus dem Schlamm wieder draußen ist. Das war echt ein super Job vom Bergeteam. Nach der erfolgreichen Bergung des LKWs gibt es erstmal eine Sichtkontrolle bezüglich möglicher Schäden. Dann wird der Dreck grob entfernt und unter dem Auto wird auch geprüft, ob noch alles in Ordnung ist. Ist es nicht, denn man sieht, dass da irgendwo Diesel austritt. Sofort sind die Spezialisten zur Stelle und beheben den Schaden. Eine Aufgabe gibt es ja noch, und zwar die Rettung der beiden Sandbleche. Die wurden unter den Reifen des Expeditionsmobils irgendwo eingegraben im Schlamm. Mal schauen, ob die noch gefunden werden. Die Bergung erfolgt mit einer Winde, angebracht an einem Landcruiser. Hier kommt das erste Sandblech.
Bin echt erstaunt über die Kraft der Seilwinde. Schaut mal, wie das Blech hier durch diesen lehmigen Boden gezogen wird. Und jetzt geht's an die Bergung des zweiten Sandbleches. Die gute Nachricht ist, das Expeditionsmobil der Staubteufelchen ist wieder voll fahrbereit und jetzt geht's die 40 Kilometer zurück nach Dus. Der gesamte Einsatz hat 4 Stunden gedauert. Tolles Team. Ja, und hier sind wir wieder zurück in Dus beim Hotel. Nach der doch recht nervenaufreibenden Bergung stehen wir jetzt hier bei dem Rallye-Hotel in Dus. Und nachdem ich doch die Staubteufelchen recht häufig im Video erwähnt habe, wird es jetzt mal Zeit, euch zu zeigen, wer die Staubteufelchen überhaupt sind. Hier sind die Staubteufelchen. Das ist Franzi, das ist Tommy. Hallo. Hi. Und jetzt haben wir natürlich im Video immer ganz viel euch gesehen. Das Fahrzeug haben wir gesehen. Und jetzt geht es mal darum, von euch zu erfahren, woher kommt ihr überhaupt, was hat euch hier nach Tunesien verschlagen und was sind eure Pläne? Ja, wir sind hier in Tunesien nach ungefähr 6 Monaten Reise. Wir sind quer durch Europa gefahren, von Norwegen nach Frankreich, am Mittelmeer entlang, durch die Pyrenäen, durch Spanien und an der Küste zurück und sind dann mit der Fähre nach Italien und über Sizilien dann tatsächlich hier nach Tunesien gekommen. Wir? Ja genau, das sind wir und unsere 3 Kinder. Der älteste, der Samuel, geht in die Schule. Das heißt, wir machen Mobile Schooling und wir sind ein ganzes Jahr unterwegs, haben uns dieses Jahr Auszeit genommen. Und wie es jetzt weitergeht, ist tatsächlich noch gar nicht ganz klar, da ja im Moment alle Länder entweder aufgrund der Corona-Situation oder politischen Situation nicht immer zugänglich sind. Das heißt, wir planen fast jede Woche um, aber auch gerade das ist auch das Spannende im Moment an unserer Reise. Mhm. Jetzt müsst ihr doch noch mal erzählen, was hat euch jetzt in diese Situation da auf dieser Piste gebracht? Ja, also wir waren auf dem Weg von Kebili hier nach Dus, um dich, Christian, und die Rallye zu besuchen. Und da war so eine schöne Piste am Ufer des Salzsees und das sah eigentlich ganz nett und brauchbar aus, um da hineinzufahren, die Weite des Salzsees auf sich wirken zu lassen und Mittag zu essen. Und es war wirklich auch keine Offroad-Strecke geplant. Wir fahren ja ab und zu Offroad, was mehr dann so Schotterpisten sind, so Gravel Roads, fahren wir auch sehr gern. Kommt mal an tolle Landschaften, aber es war diesmal tatsächlich nicht geplant und es ist vor uns ein Pickup darüber. Es sah fest aus und wir haben uns sowas von verschätzt und in eine wirklich blöde Situation manövriert. Also habt ihr echt Glück gehabt, dass da das Bergeteam von der Phoenix Rallye gerade hier zur Stelle war, ne? Und euch dann am Ende rausgezogen hat. Ja, und auch du, ne? Wir kannten uns ja nicht persönlich, sondern nur per Internet quasi, haben uns ein paar Mal geschrieben und als wir gemerkt haben, es geht einfach nicht mehr, auch die Einheimischen nichts Schwereres mehr herbekommen haben, habe ich ja dich angeschrieben und herzlichen Dank. 3 Minuten später ging das Handy, du warst dran und hast geguckt, dass du schweres Gerät herkriegst oder jemanden hier findest, der uns hilft. Ja, das war auch echt eine spannende Aktion. Was sind denn jetzt noch eure Pläne? Wie lange wollt ihr jetzt noch unterwegs sein? Wir haben noch bis August etwa. Okay. Hoffen, dass wir keine so schlechten Parkplätze in naher Zukunft mehr ansteuern werden. Weil die Phoenix Rallye ist auch bald vorbei, ne? Das ist richtig. Genau. Und ich möchte noch ganz kurz an Achim mit seinem Bergeteam wirklich hier das große Dankeschön aussprechen, weil es war Wahnsinn. Es war eine Aktion, die ist filmreif durchaus. Absolut, ja. Und aber auch die Locals, ne? Die sind hier aufgetaucht, die haben 9 Stunden mit uns geschippt und sich da in den Dreck gelegt, ohne einen Dinar dafür annehmen zu wollen. Ganz, ganz tolle Sache. Und unsere 3 Kinder, Samuel, Raphael und Vicky, haben da auch super mitgemacht, sind nicht im Weg gewesen, weil für die war es das natürlich auch eine ungewohnte und extreme Situation. Absolut. Wenn man eure Reise verfolgen will, wo kann man euch finden? Ja, wir sind auch auf Insta vertreten und wir haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, dass alle, die zu Hause sind und auch gerade sehen wollen, was die Kinder machen, das sind ja auch viele Freunde, die das interessiert,
wenn die das sehen wollen, wir sind als Staubteufelchen auch auf YouTube und da kann man unseren Reiseweg auch etwas verfolgen. Wer heißt denn jetzt genau Staubteufelchen? Ist das Auto oder seid ihr das? Na, wir alle 5 sind die Staubteufelchen. Der Name trifft eigentlich eher unsere Kinder, weil das manchmal sehr teuflisch staubig ist, was da reinkommt wieder abends. Und unser Auto, das ist einfach aufgrund des Alters, mit dem alten Magirus ist es die Womi Omi. Die Womi Omi. Sehr sympathischer Name. Also dann hoffe ich, dass wir vielleicht noch ein Stück zusammenfahren, vielleicht auch nach der Phoenix Rally noch. Wir bleiben in Kontakt. Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall auch jetzt schon gute Reise. Vielen Danke, Dank. Christian. Dir auch. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass diese Geschichte für die Familie ein Happy End genommen hat. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Ja, im nächsten Video geht es dann weiter hier mit der Rallye in Tunesien. Wir sehen uns dann, bleibt dabei.